Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Viano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Was geht ab? Und natürlich mit euch. Und heute haben wir einen schönen Coversong, nämlich What's Up von Four Non Blondes. Und zwar gesungen von Dimas Senopati. Okay. Ja, die Riffs sind Mann hier. allen bekannt. Ja, die Riffs kennt man, brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts zu sagen. Das ist ein sehr, sehr bekannter Song. Schön hier so das kleine Studio gehalten. So dieses bisschen Blockhütte-mäßig. Hinten auch Western-Style. Oben schön Rock'n'Roll hängen. Und klar, natürlich auch ein paar schöne Monitorboxen. Schönes kleines Studio. Ja. Völlig ausreichend. Jetzt Kann bin ich man mal machen. auf die Performance gespannt. Mit Wood ist auf jeden Fall auch mal geil aufzunehmen mit Holz. Ja, ne? Ja. So schöne Akustik, ein schönes Klangbild auf jeden Fall, wie man so schön sagt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Dude, der ist auf jeden Fall We need going out like that, we need going out like that. Er erinnert mich stark an Slash hier von Guns N' Roses auf jeden Fall. Ne? Eine Mischung hier aus Ich war gerade bei Cypress Cypress Hill, aber und du bist bei Guns N' Roses, ja. Cypress Hill haben auch krass abgerockt. Ne? Ich erinnere nur an Rock Superstar. Egal, anderes Thema jetzt. Ja. Mega der Song, übelst gefeiert seinerzeit. Guns N' Roses, der neue. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er da auch so diese Einflüsse hat. So. Voll, ja. Also er sieht stark danach aus. Ich finde seinen Lederhut große Klasse so. Schönes Ding. Ja. Gefällt mir. Also Gute so Kombi. Wer so eine Kutte mag, so Style Rock'n'Roll auf jeden Fall. Years in life is still trying to get out that red big hill of hope or a destination. Ja, da ist er. Okay, er hat das gewisse Etwas. Pretty fresh auf einen smoothen Gitarrenbeat. Nee, er hat mich so ein bisschen, also jetzt nicht musikalisch, sondern so sein Style an den Schauspieler, der den neuen Spider-Man sozusagen gespielt hat, den jüngeren, also hier aus der Marvel-Comics-Reihe auch richtig und so, der dann mit Iron Man auch abgeht. Er hat so ein bisschen so diese Leichtigkeit, so dieses Lockere von der Ausstrahlung. Stimmmäßig schon mal ganz, ganz sauber, sehr, sehr stark, sehr, sehr präzise. Aber ich bin mal gespannt, wo er uns hier mit hinnimmt. Auch nicht einfach, den Song zu interpretieren. Realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometime when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head. And wow, okay, er hat fresh. Interessant, dass er jetzt auch Dimas heißt. Ne? Erinnert er natürlich an einen anderen sehr starken jungen Mann, nämlich Dimash. Klar, jetzt können sich alle darüber streiten, gesanglich komplette Unterschiede. Mag sein, aber darauf richten wir den Fokus gerade nicht. Sondern einfach ein junges Talent, was außergewöhnlich mit der Stimme umgehen kann, sehr, sehr sauber singt, sich auch an einen Coversong ranwagt, der nicht einfach ist. Zumal seinerzeit Four Non Blondes, wenn ich mich recht dran erinnere, die Dame auch sehr, sehr hoch gegangen ist in dem Song. Und jetzt diese Töne zu treffen, als junger Mann, Ist schon eine ist Herausforderung. eine extreme Herausforderung. Ansonsten wollte ich noch schnell anmerken, der Gitarrenslide, sehr schön, sehr sauber. Ne? Wie nennt man diese Technik? Wisst ihr es? Weißt du es? Ich habe die Wenn man Gitarrenslide gerade nicht sag ich mal, drauf. mit so einem Metallstück oder auch mit anderen Sachen auf diesen Slide abgeht. Alles klar, Leute. Ich werde am Ende der Sendung Auf jeden Fall hatte der gute Tommy hatte auch so ein Tommy Emanuelsen, ja.
Tommy Emanuel hatte auf jeden Fall Tommy auch, Emanuel. ja, hatte auf jeden Fall auch so ein Ding gehabt, so Auschecken auf jeden Fall. Zum Haben wir Sliden. auch auf unseren Kanälen. Super. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt ja, während ihr die Sendung schaut, unten reinschreiben. Am Ende der Sendung löse ich auf, wie man diese Technik nennt. Zur Not, falls ich es vergesse, erinnere mich schnell noch dran. Nicht, dass ich zu viel verspreche. Okay, machen wir gleich nochmal zurück hier. Jetzt können wir hier natürlich nicht mit. Nee, noch ein ganzes Stück hier. Time when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. Exzellent. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? What's going on? In der Tonlage noch auch rockig zu bleiben. Ganz, ganz tolle Eigeninterpretation, gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir auch gut. Also ist richtig am Original orientiert, aber Trotzdem mit so einem die eigene eigenen Note. Touch. Ja. Genau. Also wirklich sehr, sehr gut. Und hier, die Szene meine ich gerade. Erinnert mich gerade Der so sehr Spider-Man. an den Spider-Man-Schauspieler. Mir fällt der Name nicht ein, den könnt ihr mir bitte auch mal reinschreiben. Auf jeden Fall ein cooler, sympathischer Schauspieler. Und dieses Sympathische hat er halt eben auch. Ja. Ne? Und, Das Charismatische. ja, so dieses bisschen lockerer, junger Sunnyboy, der weiß, dass er schon was auf dem Kasten hat so und seinen Respekt auch kriegt und seinen Weg halt eben geht. Ziemlich cool. And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Sehr, sehr schön. Na, auch dieses Flattern, dieses Vibrieren in der Stimme. Tremolo, ja. Ja, das ist also herrlich, dazu mit diesem rockigen vermischt und trotzdem hoch und klar. Also, das ist jetzt schon eine sehr, sehr interessante Kombination, stimmlich. And I say, ah, yeah, yeah, ah, yeah, yeah. I said, hey. Ich finde es ja bei dem Ding auch interessant, das fand ich schon früher schon, dass man, wie man auf sozusagen so eine Melodie kommt, ja, und dann auch halt einfach nur mit A und E sozusagen, ne? Also da wird ja nicht viel gesagt, ne? Du meinst jetzt textmäßig in Ja, der es Stelle. ist ja auch ohne Aussage, sag ich Ja, mal. es ist eigentlich eher dann wie ein Hey. Wie ein Ja, Ey. es ist sozusagen- Es ist mehr so ein kräftiger Ausdruck, einfach mehr gefühlsmäßig sprachlich Ja. getroffen. So. Und ich habe mich gerade was anderes gefragt, weil wir gerade so wegen Sprache und Kraft und Ausdruck hier gerade sind. Er würde wahrscheinlich doch wesentlich mehr Kraft haben in seiner Stimme noch, wenn er den Song stehend aufgenommen hätte. Also hier, er geht jetzt schön auch an sein Limit, ne, so gesangsmäßig. Er trifft da auf jeden Fall die perfekte Mischung, finde ich. Und Das ist immer die Frage, ne? Also aufstehen und... ja, er geht auch so einen Tick weiter weg vom Mikrofon, wenn er ausfährt. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, wie weit er noch weggehen müsste, wenn er jetzt stehen würde und nochmal ausfährt. Man darf jetzt noch nicht vergessen, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist. Wenn ihr wisst, wie alt der junge Mann ist, bitte unten reinschreiben. Wenn ihr da ein paar Hintergrundinfos habt, sind wir immer sehr, sehr dankbar dafür. in die Kommentare schreiben. Genau, bitte in die Kommentare schreiben. Und ja, dementsprechend, er wird ja auch noch älter werden. So, also auch wird sein Körperbau Klar. wahrscheinlich auch noch Macht er größer, hier muskulöser. einen gechillten, so, aber du Ja, wirst- er macht halt einen sehr gechillten. Ich frage mich ja jetzt gerade, wo ist wirklich seine Grenze und Ja. so. Ich bin mal gespannt. Andererseits, er muss sich an dem Song orientieren. Er Ja. kann ja jetzt auch nicht einfach irgendwie ausfreaken. Also könnte er schon, aber dann wäre es komplett Eigeninterpretation. Den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm jetzt. What's going on? Ja, nice. Schön. Schöner Slide. Auch richtig schön sauber. Richtiger Sonnenaufgangsslide, so, ne? Ja, auch So richtig diesen- cool gemacht, gerade mit der Kamera sozusagen, ist perspektivisch auf diesen Slide ausgerichtet, Ja. so. Mit Fokus auf die Hand. Ja, und auch mit Nice. Fokus auf die einzelnen Nuancen. Also wirklich mit direkter Betrachtung und auf die Sauberkeit auch einen sehr großen Fokus gelegt. Ja, der Sound ist sowieso sehr schön sauber. Ja, haben sie gut abgemischt auch.
Sehr, sehr schön. Es ist ja auch mal das Spannende sozusagen, was macht einen guten Popsong aus? Und das ist natürlich auch immer das, wo du mitsingen kannst. Ne? Klar. Und je einfacher, sage ich mal, die Sache sind, die zum Mitsingen sind, dann kannst du, glaube ich, auch viele Leute faszinieren damit. Der Refrain, lass uns kurz drauf eingehen. Genau so eine Szene ist immer in einem guten Refrain. Wenn der leicht gehalten ist, sowieso der Song einen noch gerade mitnimmt und du nach dem zweiten Mal hören kannst du den sozusagen mitgrölen. Ja. Perfekt. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Live-Auftritt, die Hütte tobt, ja. Super. Ne, das ist halt manchmal dann auch dieses aus weniger mach mehr. Klar, bei einer komplizierteren Hook oder Refrain muss der Song schon bekannter sein. Ne? Könnt ihr ja mal selber mal auschecken, wenn es euch mal irgendwie auf ein Konzert verschlägt, egal zu wem und wo ihr hingeht. Und da sollte ein neuer Song gespielt werden. Achtet mal auf den Refrain, wie lange ihr brauchen würdet, wenn euch der Song gefällt, bis ihr ihn mitsingen könnt. Na, und dann könnt ihr, vielleicht erinnert euch dann noch mal an unser kurzes Intermezzo hier, ne, an unsere Worte. Das in so einem Fall, ne, je leichter, desto schneller kann man es halt eben mitsingen und das Feeling kommt halt schneller hoch. Muss jetzt nicht heißen, dass es ein besserer Refrain ist, ne? Aber es geht halt um diesen Moment, wo man halt eben auch live vor Ort ist und die Leute mitzunehmen, einzufangen. Das war ja auch die Frage, ob du sozusagen mehr Inhalt transportieren willst oder mehr Feeling. Ne? Ja, eine ausgewogene Mischung ist natürlich immer sehr schön bei einem Popsong, also wenn es jetzt auch um Popsongs halt eben geht. Durchaus. Aber da haben wir natürlich auch schon anderes erlebt. Ne? Es kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung gehen, in eine ganz, ganz dolle Tiefe und Sinnlichkeit und in ganz ernsthafte Themen. Allerdings sind das jetzt natürlich auch nicht die Songs, wo dann die Leute halt eben groß Party machen, sondern wo dann eher vielleicht die Feuerzeuge angehen und alles eher ein bisschen besinnlicher und so. Ne? Musik ist immer gekoppelt mit Gefühl, dürft ihr nicht vergessen, Leute. And I try, oh my God, I try all the time. Oh, hier war auch gerade schön so erstmal hoch und dann tief, hoch und dann tief und dann zu dieser geschrienen Stimme oder zu dieser lauteren Stimme, sag ich mal. Ja, er hat hier auf jeden Fall auch mehrere Stimmen drauf. Er hat hier mit mindestens 3 Tonlagen schon gesungen, wenn nicht sogar 4, kurzzeitig. Dann finde ich diese Vibration in seiner Stimme auch schön. Zumal das schwer ist, wenn du so mit diesem, so mit überarbeiten, weißt du, irgendwann sind die Stimmbänder. Die greift es auch an, auch während so einer Performance. Also wenn du jetzt 2 Stunden lang auf der Bühne stehst und Songs auf die Art und Weise performst, dann ist das ultra anstrengend. Irgendwann kannst du das nicht mehr machen. Das erinnert mich an jemanden auch, die ganz, ganz groß und berühmt waren. Müssen wir mal reinchecken. Ich glaube, der Frontman ist auch verstorben vor einiger Zeit. Linkin Park. Von Linkin Park, ja. Linkin Park. Auch da, ne, immer ganz krasse, rockige, emotional überwältigende Songs auf jeden Fall. Und dann auch, halt der Frontman, ne, so, ich glaube nicht dieses eine, wie hieß der Song, Crawling in My Ear oder so, bam, wie er dann da auch rauslässt. Ne, das meine ich, er hat den genau schön schmalen Grat. Da der Frontman, er hat immer richtig rausgelassen. Und hat auch mal in einem Interview gesagt, irgendwann stimmlich, das machst du halt nach 10 Jahren, 20 Jahren, sind deine Stimmen dann auch angegriffen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass diese Technik nicht ohne ist. Und auch die live zu bringen, ohne dass man Kratzen im Hals bekommt. Eine Herausforderung. Definitiv. It is institution, and I pray, oh my God, do I pray a single day for evolution. Oh, herrlich. Ja. Also wirklich, ich hatte noch nichts von dem jungen Mann bisher gehört. Ich auch nicht. Herrlich, wo haben wir ihn wieder her? Aus den Tiefen des Internets? Aus den Tiefen des Internets. Oder wurde uns der zugespielt? Nee, der wurde uns nicht zugespielt, den habe ich aus den Tiefen des Internets. Was? Uns wurde mal ausnahmsweise nicht zugespielt. Leute, ihr müsst uns mehr. Nein, ihr spielt uns so viel zu. Immer schön, wir schauen auch immer ganz viel rein. Interessante Künstler, außergewöhnliche Künstler, Ja, React-würdige Künstler. Bitte schreibt uns die einfach in die Kommentare. ganz genau. Dann schauen wir uns die eventuell an. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz große Performance hier. Herrlich, wunderschön. Machen wir noch mal kurz zurück.
ein kleines Stück. day Das Ausfahren. for revolution. And so I cry sometime when I'm lying in bed, just get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? Ich frage mich gerade, ob er sozusagen, hat er dann eine zweite Stimme über die Gitarre gelegt, so? Also, oder ist das sozusagen, fand ich gerade interessant. Ich gehe mal schon von aus, dass es wahrscheinlich eine Studioaufnahme ist, dass wahrscheinlich der Gitarrist so die Grunddinger eingespielt hat, jetzt nochmal für die extra Parts halt auch nochmal rübergeht so und sich dann wahrscheinlich ein Part aussuchen musste. Bei Tommy Manuel haben wir ja gesehen, ne, wenn du über dich selber rüberlegst, wie das aussieht, wie das klingt dabei. Ja. Unbedingt auschecken, die Folge, ne? Und hier... Scream from top of my lungs. Ich wollte ganz kurz nochmal auf seinen Gesang gerade eingehen, wie weit er da auch ausfährt. Okay. Also wirklich ganz, ganz große Klasse. Ne? Nochmal kurz drauf achten, gerade am Ende. Ne? Er ist schon die ganze Zeit sehr stark und setzt am Ende auch nochmal einen drauf. Ja. Ich mag das ja, wenn Leute schon sehr, sehr stark und dann am Ende nochmal einen draufsetzen, wo dann denkst, wow, wo kam denn das jetzt auf einmal nochmal her? Schön. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. What's going Schönes Ding. on? I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah. Die Gitarre wird auf jeden Fall gedoppelt sein, stell ich mir vor. Yeah. I said, hey, what's going on? And I Ja, said, zu der Gitarre gerade hat man es ja ganz deutlich gesehen. Ja, da hat er jetzt gerade die Genau. die Melodie gespielt. Genau, ich denke mal auch, er wird die Riffs eingespielt haben. Man sieht ja hinten auch das Studio, wird den Loop aufgenommen haben und dann sozusagen sein Gesang drauf. Aber im Endeffekt, gitarrenmäßig sind es dann auch nur 2 Stimmen. Ja. Ne? Schon jetzt sehr spielt er reduziert, sozusagen klar, die ja. Special Parts, das ist schön reduziert. Ich war jetzt nur kurz verwundert, ob er sozusagen das irgendwie kombinieren kann, aber ist dann schon zu abgedreht. Ja. Nee, das ist auch völlig in Ordnung, völlig legitim. Er macht hier eine ganz, ganz saubere, Macht einen guten Job. solide Aktion auf jeden Fall an der Gitarre hier. Die Slides ganz sauber, das Einspielen, ne, auch alles schön gemacht. Er selbst hält sich auch ganz doll auch videomäßig im Hintergrund. Ich finde den Kontrast lustig. So. Er so, der Dude, so, der an der Gitarre chillt so, und er freakt halt voll am Mikrofon aus, Ja, so, weißt du? Also der Kontrast zwischen den beiden finde ich auch cool. Na, auch schön, er ist so wahrscheinlich schon so der ältere, erfahrene Musiker, ne, und dann Aber ist ich so glaube, der junge gleich Newcomer. alt, aber ja. Er sieht vielleicht so ein bisschen vermummt aus, deshalb kann man ihn nicht so erkennen. Okay, kann natürlich auch sein. Also ich schätze ihn etwa Und gleich Haare ein. und Bart machen einen natürlich auch ein bisschen älter. Ansonsten wie immer, lange Matte, supported, lange Matte, wisst ihr Bescheid, ne? So, also weiter geht's. hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Ja, sehr schön. I said, hey. Hey, what's going on? Sehr, sehr schön. Ich gehe mal davon aus, jetzt werden sie hier nochmal so das große Finale kommen. Vielleicht kommt noch ein Gitarrensolo, könnte ich mir vorstellen. Ja, das war ja bei dem Song auf jeden Fall mit drin. Bin ich auch gespannt. So. Ja, er hat ja hier so mehrere kleine angesolote Parts schon immer drin. Ja. Hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ja, da haben wir es wieder. Wie hieß diese Technik? Diese gute Technik.
Wenn du weißt, wie die gute Technik heißt. Reinschreiben, obwohl wir werden jetzt gleich auflösen. Bleibt einfach bis zum Ende mit dabei, falls ihr es nicht wisst. Schön, er tupft auf Luftgitarre. Der Freak mit. Ja, gefällt mir so. Sehr sympathisch. Schöne Session hier. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Ja, ziemlich cool. For a destination. Sauber. So, Ja, gute Dimas. diese gute Technik übrigens Die gute Technik. kann man auch spielen mit einer Glasflasche. Ah, Ja, da kommt es eigentlich, glaube ich, ursprünglich mal her. Wenn Okay. dann irgendwie so die Leute dann so ausgefreakt waren, dass man dann anfing, Der mit der Glas-Bottle-Trick. Glasflasche, genau, mit der Glasbottle lang zu gehen. Und deswegen nennt man diese Technik auch Boddeln. Oder Bottle. Bottling. okay. Ja, so viel mal dazu. Daher kommt es nämlich eigentlich. Ich selbst habe es auch mal seinerzeit ausprobiert. Schön mir meine E-Gitarre geschnappt, einfach mal die Nacht ein bisschen gerockt, so zack, ein Bierchen oder 2 getrunken und einfach mal eine Runde gebottelt. Das Interessante ist natürlich wenn man das wirklich mit einer Flasche macht, je nachdem wie viel in der Flasche drin ist, verändert das den Sound nämlich nochmal. Okay. Ganz schön. Und dann als natürlich normal übliche Technik und im Unterricht und solchen Sachen hat man natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann einfach, ja, Metallplex genommen, aber du kannst theoretisch alles Mögliche dazu verwenden. Ja, Es darf dir halt nur nicht die Seite zerschneiden. besser ist das nicht. Besser ist das. Ja. Gut. Ja, schöne Vorstellung hier. Ja, Dimas Sinopati, den werden wir auch auf jeden Fall auf dem Schirm ein behalten. Talent. Ganz großes Nachwuchstalent hier. Auch Props an den Gitarristen. Ganz toll und sauber gespielt. Schön interpretiert. Sieht so aus, als ob sie eine Combo sind. Das ist auf jeden Fall Ja, cool. ich denke mal, die machen auch öfter zusammen, treten wahrscheinlich auch live zusammen auf, könnte ich mir gut sein, vorstellen. Wirken beide sehr entspannt, schon auch sehr professionell. Ja, Ja, genau. Das ist richtig fresh mit der Klangbild-Reaction. ganz genau. Schöne Reaction gewesen. Leute, das war's wieder von uns. Nicht vergessen, liken, einschalten, weiterverteilen, abonnieren vor allem Ding. Helft uns, die 1000 Abonnenten zu knacken auf unser beider Kanälen. Yes. Wenn du Beats haben willst, kannst du den Link unten in der Beschreibung mal auschecken. Ganz genau. Ansonsten unbedingt nächstes Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Klangbild Reaction. Und ihr seid wieder mit dabei. In dem Sinne, ihr kennt Das den war's Slogan. von uns. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit Und deine natürlich auch. und bis zum nächsten Mal. Peace out.